Mahlzeit, mein Name ist Balfen und herzlich willkommen hier auf meinem kleinen Kanal, in dem ich immer wieder Videos reacte. Die schlagt ihr mir vor und die schlägt YouTube mir vor. Da lasse ich mich einfach überraschen, was auf mich zukommt. Hin und wieder möchte ich euch aber auch Sachen vorstellen, die reacte ich, obwohl ich sie schon kenne. Sage euch aber einfach, was ich an dieser Band, an dem Song toll finde, was ich damit für Momente verbinde und etc. Und so möchte ich euch auch ganz gerne Sachen vorstellen. Wir kommen heute zu einer Band, Haggard. Die habe ich damals durch einen Kollegen vom DSA, also vom Roleplay Gaming, kennengelernt. Und die verbindet so ein bisschen klassische Musik und Metal. Die hat vorher schon so ein bisschen progressiven Metal gemacht, kam dann aber irgendwie, ich glaube, durch eine Uni-Musikprojekt, keine Ahnung dazu, dass auch tatsächlich klassische Instrumente sind. Ganz banal gesagt, so ein bisschen wie Metallica S&M, aber anders. Es ist nicht einfach nur Metal mit Klassik, sondern es sind in den Liedern teilweise richtige klassische Parts, dann wieder zwischendurch Metal und Gegröle, Geknüppel und dann aber auch wieder klassischer Gesang mit Operngesang so ein bisschen vermengt. Die Band selber ist, ich glaube, zwischendurch irgendwas zwischen 15 und 20-köpfig. Die Besetzung ändert mal wieder. Es gibt so einen kleinen harten Kern, der die Stammbesetzung ist. Ansonsten könnte man es fast eher als Musikprojekt bezeichnen, weil dann eben sowas wie der dritte Geigenspieler immer mal wieder ausgetauscht wird oder wie auch immer. In Südamerika sind die Jungs ganz großartig und in Deutschland, ich sag mal, eher so ein Geheimtipp, aber ich finde sie unglaublich gut. Wer eben so auf Metal mit klassischen Elementen steht, hört euch das an. Sie singen auf Deutsch, auf Englisch, auf Latein, manchmal in einem Lied alles drei. Ihr merkt schon, ich schäume ein bisschen über. Ich habe sie schon mehrfach live gesehen. Das Besondere an diesen Live-Aufnahmen oder wenn sie live sieht, ist, sie überziehen den Soundcheck immer. Klar, sie haben da 16, 17 Leute, die müssen alle den Soundcheck machen. Vielleicht auch nur, wenn es 12 sind. Aber das ist trotzdem mehr als eine 5-Mann-Band. Und deswegen kann ich nur sagen, die Hälfte des Haggards-Konzert ist auf jeden Fall immer der Soundcheck. Deswegen, wenn die Band spielt, kommt immer vorher dieses, das sind alles keine, oder die meisten sind keine Profimusiker. Und das ist halt einfach echt sehr sympathisch, was die Jungs und Mädels da machen, wie sie den Soundcheck machen und alles drum und dran äußerst sehenswert. Es ist quasi das halbe Konzertgefühl. Ich glaube, ich habe schon natürlich den Song ausgesucht, aber wir werden uns heute Awakening the Centuries angucken. Das ist ein Song, da geht gute 9 Minuten. Also, ne, Metal mit Klassik. Beides hat einen Hang dazu, länger zu sein. Und auch so es passt einfach. Und ich werde den Song hin und wieder vielleicht mal ein bisschen kommentieren, aber meistens laufen lassen, weil ich weiß, was auf mich zukommt. Und ich hoffe, euch gefällt es genauso gut wie mir. Ich würde jetzt einfach mal den Bildschirm wechseln. Und ja, ansonsten, die haben auch noch ein paar andere coole Songs. Die haben natürlich auch kürzere Songs, ein bisschen Songs, die etwas Metal-lastiger sind, ein bisschen Songs, die eher im klassischen Bereich orientiert sind. Im Großen und Ganzen, wenn ihr dieses Genre aber mögt, schaut es euch an, teilt das gerne, unterstützt die Jungs und die Mädels. Ich gucke jetzt tatsächlich einen Live-Mitschnitt von Wacken. Der ist nicht offiziell auf der Homepage rausgekommen, aber es gibt auch einen offiziellen Haggard-Kanal. Den werde ich euch dann auf jeden Fall verlinken. Wie immer hier unten. Da findet ihr natürlich auch noch weitere Infos zu mir, Unterstützungsmöglichkeiten und. So, und ich würde sagen, jetzt erwecken wir mal die Jahrhunderte. Euch und mir wie immer viel, viel Spaß.
Es geht schon los. Ihr merkt schon, der Sound ist nicht glasklar, weil der Soundcheck halt auch echt, die müssen sich immer krass damit beeilen. Und sie sind auf einer der kleineren Bühnen, wo der Sound eh nicht so Bombe ist. Und was ziemlich cool ist, ich habe die schon 2, dreimal gesehen, da waren sie die letzte Band und man musste den Jungs und Mädels dann halt tatsächlich den Strom abdrehen, weil sie halt mit ihrer Setlist nicht durchgekommen sind, aber einfach noch spielen wollten. Und es war so cool. Halbe Stunde nach dem Auftritt standen die Fans immer noch und haben applaudiert und es ist einfach richtig, richtig coole Stimmung vor der Bühne. Echt sympathisch. Wie gesagt, Soundcheck und auch das Ding danach, das ist so eine ja, ganz, ganz besondere Atmosphäre. Kann ich echt nur empfehlen, wenn ihr die Chance habt, die Jungs und Mädels auf einer größeren oder auch gerne auf einer kleineren Bühne zu sehen. Also nutzt die Chance. Ich krieg gerade so ein bisschen Gänsehaut. Stein, nur das große Himmelszelt, zeigt das Ende dieser Welt. So bring the spark, welcome to the land of night. Captain of the centuries, slaughter behind. Dead, mad, forgotten in the promised land. Captain of the centuries, slaughter behind. Das sind die angemerkten Soundchecks. Also wie gesagt, das ist halt echt, neben den Mädels und Jungs das nicht übel. Die Alben sind richtig, richtig gut, aber wie gesagt, live haben die immer so ein krasses Zeitproblem und man merkt auch immer, live ist immer, einige Stimmen hören sich anders an. Das liegt immer daran, wo ich schon, was ich erwähnt habe, dass die Besetzung manchmal ein bisschen ändert. Also dieser Operngesang, der wurde schon von sehr vielen unterschiedlichen Sängerinnen performt, auf verschiedenen Festivals und auch bei den Live-Aufnahmen. Deswegen gibt es da immer mal wieder kleine Variationen drin. Das muss man halt wissen und sich darauf einstellen, dass sich plötzlich irgendwie der Gesang oder der Frauengesang so ein bisschen anders anhört. Aber wie gesagt, diese grundelementare Musik, finde ich, habt ihr jetzt vielleicht schon so ein bisschen Einblick bekommen, ist halt echt mega. Also das ist so Gefühl pur, ist jetzt nicht der Partykracher, aber wenn man da so mit einem Gläschen Rum oder Whisky sich zurücklehnt mit Kopfhörern und abschaltet, da kommt mir jedes Mal so die Gänsehaut hier, wie das auch immer in allen anderen Sprachen heißt, hier dieses Hairs grow up, bam, you know what I mean. Also, weiter. Das Herz der Finsternis, der Stahl und Wechsel ist da, ihr geht, aber das Mädchen auf den Stern.
the centuries swear behind. Take my heart, forgotten in the promised land. Counting all the centuries swear behind. Soul of the dark, and the cross is rising again. When fires are given the light, burn my pride. The sign of humanity's burning tonight. I come to escape from this ritual time. Humanity is burning tonight. Großartig, oder? I open my eyes, I see soldiers in the field, dead bodies on the ground, and children in between. Explosions shock the land, and evil shows its face. The one called history rises. This is the wolf cry. Perishes from hunger will swim across rivers. The greater part of the region will be against his time. The Great One will cause it to be dragged into an iron cage, and the German child will observe nothing of that. Als das Sonnenlicht erstrahlen nur das große Himmelstag. Zeigt das Ende dieser Welt wie das Mann. Welcome to the land of night. Captain all the centuries, what I leave behind. Take my heart, forgotten in the promised land. Captain all the centuries, what I leave behind.
Ja, stoppt leider relativ spontan, aber ich habe mir das Video auch tatsächlich nicht zu Ende angeguckt, muss ich sagen. Ich wollte mich vielleicht auch selber überraschen lassen, aber ich kenne den Song in- und auswendig. Ich habe Haggard auch selber schon ein paar Mal live gesehen und ja, wenn ihr noch dran gewesen seid, dann scheint es euch ja auch gefallen zu haben. Es ist wirklich cool, hört euch das an. Es gibt auch von Haggard ein ganz, ganz altes Album, Soul Trust, ach keine Ahnung. Da sind sie tatsächlich noch hauptsächlich im progressiven Metal unterwegs und danach kamen dann die verschiedenen Alben mit Metal und Klassik gemixt. Also auf jeden Fall eine richtig krasse Empfehlung von mir. Danke auch nochmal an den Ole, dass er damals vor, ich glaube, 25 Jahren oder so mir die Band vorgestellt hat. Richtig, richtig gut. Ja. Wenn ihr Lust habt, mehr über Haggard zu erfahren, unten in den Infopanels habe ich was für Haggard verlinkt. Ansonsten gibt es natürlich unten noch, wie ich schon gesagt habe, Unterstützungsmöglichkeiten und Infos zu mir, ein bisschen mehr privat von mir oder andere Projekte. Schaut euch da einfach ein bisschen um. Und ich bin jetzt raus, ich wünsche euch was und wir sehen uns jetzt wieder regelmäßig nach meiner kleinen Pause. Bis dann und ja, wir sehen uns.